Hi Leute, willkommen zu Dragon wir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar bin ich gefragt worden, von wegen, wie man die Farbe denn mischt und was vom Verhältnis. Also geht es heute um Farbe mischen. Und zwar von Latex und Flexipaint werde ich euch mal so ein bisschen, das ist nicht so ganz das gleiche, aber so im Großen und Ganzen alles halbwegs identisch. Beziehungsweise bei dem einen müsst ihr eigentlich weniger machen, beim anderen ein bisschen mehr. Wie gesagt, da habe ich mir eigentlich nie so einen Kopf drum gemacht, dass die Leute, wie die Farben mischen. Weil, wenn man das schon eine längere Zeit macht, ich muss ehrlich sagen, ich habe da eigentlich gar nicht so irgendwie eine Formel. Ich mache das eigentlich mehr so aus dem Bauch raus. Der eine sagt vielleicht, dass das gut ist, der andere vielleicht schlecht, aber wie gesagt, ich kann euch jetzt nur sagen, wie ich es mache und euch das dann ein bisschen erklären. Also bisher würde ich mal behaupten, dass ich das gar nicht mal so falsch gemacht habe. Bei denen, für die ich schon gebaut habe, ich glaube, die können dazu stimmen. So, dann wollen wir mal anfangen. Wie gesagt, ich werde euch dann ein bisschen mit Flexipaint und auch mit Latex, weil die Sachen ein bisschen unterschiedlich sind, aber so im Großen und Ganzen ist aber eigentlich alles dasselbe. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Und zwar fangen wir erstmal mit den Unterschieden an beim Flexipaint und beim Latex. Das hier ist Latex. Das ist so ein bisschen weißlich. Wenn es trocken wird, gibt es so einen sehr ekligen Urinton, so einen komischen gelb-bräunlichen. Sieht da nicht so toll aus, aber daran merkt er dann, dass das alt ist. Also je gelber es wird, umso weniger würde ich noch benutzen. Müsst ihr einfärben, wenn ihr schwarz haben wollt für die Grundfarben. Nämlich ganz normale Abtönfarbe für aus dem Baumarkt. Das wäre das Schwarz jetzt mit Latex. Bei Flexipaint, wenn ihr die alte Formel benutzt oder auch die neue, also es geht ja jetzt nur um die Farbe selber, gibt es schwarz fertig. Da braucht ihr gar nichts mehr anmischen. Ne? Da ist dann alles gut. Wenn ihr dann natürlich andere Farben haben wollt, wie schwarz, nehmt ihr hier das Flexipaint transparent. Das sieht dann auch so ein bisschen milchig aus. Allerdings, wenn man dann rein ist, ist es doch dann schon recht transparent. Das zeige ich euch gleich. Könnt ihr theoretisch auch mit dem Schwarz anmischen, ging auch, habe ich auch schon ausprobiert, das funktioniert. Es geht jetzt aber erstmal eigentlich mehr so um das Mischverhältnis. Wie gesagt, Schwarz beim Flexipaint brauche ich euch eigentlich nicht zu zeigen, weil kriegt dann Schwarze kaufen, muss keiner eigentlich mischen. Dann fangen wir mal an mit dem Latex. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen kleineren Becher, um euch das mal zu zeigen. Kommt auch dann natürlich immer auf das Behältnis an, wie groß das ist. Ich nehme jetzt mal nur so ein bisschen. Wie ihr seht, ich hoffe, das kann man sehen, ist so weiß, ne? Soweit alles klar. Dann nehmt ihr von dem Schwarz, also grundsätzlich nimmt lieber immer ein bisschen erstmal zu wenig wie zu viel. Also bei Latex zum Beispiel ist das Problem, wenn ihr zu viel Farbe reinmacht, kann es spröde werden und brüchig. Was ich selber noch nicht geschafft habe, aber es soll Leute geben, die kriegen sowas hin. Naja gut, wenn man das dann 1:1 macht, ist das wahrscheinlich so. So. Wenn ihr nicht sicher seid, erstmal so einen kleinen Schuss noch. Und dann erstmal umrühren. Dafür nehme ich immer hier so alte Pinselstiele. Davon habe ich jede Menge. Kann man auch was anderes nehmen. Gibt es ja auch so Umrührpaddel und sowas. Aber das liegt dann an euch, wie ihr es haben wollt. So. Jetzt seht ihr hier, ist ja jetzt schwarz drin. Ne? Die Flasche, die könnt ihr nachher, beziehungsweise bevor dann mal rein vielleicht, vergesst aber nie den Deckel richtig zuzumachen, vorher so ein bisschen schütteln. Ne? Das ist manchmal auch nicht so schlecht. Aber wie gesagt, geht jetzt um Anmischen. Ihr seht jetzt, das ist jetzt, sieht das relativ grau aus. Wird natürlich auch schwarz. Ne? Ist jetzt da, damit könnt ihr quasi schon mal nichts wirklich falsch machen, aber es ist relativ, ich sag jetzt mal dünnflüssig. Ihr könnt quasi
darüber, wie viel ihr an Abtönfarbe reinmacht, könnt ihr ein bisschen steuern, wie dickflüssig das ist. Das ist zum Beispiel wenn ihr das aufhängt, ist das ein bisschen sehr dünn. Dann macht er wieder einen kleinen Schuss rein. Wie gesagt, lieber immer erstmal ein bisschen zu wenig, wie nachher zu viel. Und ihr merkt dann, wenn er das dann gut umrührt, müsst ihr immer gucken, dass er lang genug das rührt, dann wird die Farbe bzw. das Latex relativ dunkel oder immer dunkler, je nachdem wie viel ihr halt reingemacht habt. So, mal gucken. Mit dem Pinsel, die Dinger, ist das natürlich am besten, nimmt er hier so ein Eispaddel hier, oder so ein Eisding oder so. Damit geht das natürlich besser oder halt ein bisschen was dickeres zum Umrühren. Wie ihr seht, ich hoffe, das kann man so sehen. Jetzt ist es schon relativ dunkel, das ist eigentlich schon gut. Kann man noch ein bisschen was rein, aber ich würde nicht zu viel machen. Nur wie gesagt, über die Farbe, wenn ihr beim Latex über die, ich sag jetzt mal über die Menge der Abtönfarbe, könnt ihr halt ein bisschen steuern, wie dickflüssig das nachher wird. Macht es nicht zu dünn, beziehungsweise wenn ihr ein bisschen dünnflüssiger macht, ist es sagt schnell, für die Abgussformen teilweise ein bisschen besser, weil das dann besser reinläuft. Aber müsst ihr jetzt nicht unbedingt. Aber das hier, das ist eine gute Dicke, das sieht man dann. Ne? Damit kann man dann arbeiten. So. Das könnt ihr natürlich dann auch mit anderen Farben machen. Geht dann beim Flexi-Paint dann auch. Ne? Ich sag jetzt mal, das Schwarz machen wir jetzt nicht mit dem Flexi-Paint, weil es halt ja zu kaufen gibt. Aber wir machen jetzt mal zum Beispiel mit dem Rot, weil ich nämlich gerade sowieso noch ein bisschen mischen wollte, ich sag jetzt mal für das Kohlebecken. Da kann man das nämlich dann auch für benutzen. So, jetzt habe ich hier einen guten Schuss erstmal transparent reingetan. Bei der Farbe müsst ihr da auch nicht so viel rein tun. Aber diesmal mache ich, glaube ich, mal ein bisschen mehr, weil bei den ersten Tests fand ich das danach ein bisschen, mach mal dann, ich hoffe, das kann man sehen, ein bisschen mehr rein. Ich hoffe, das reicht dafür. Wie gesagt, das ist jetzt aber auch Glasmalfarbe. Die ist dann ja auch dafür gedacht, dass die Farbe, ich sag jetzt mal, dass dann noch Licht durchkommt. Das ist dann wieder noch ein bisschen was anderes bei dem Transparent. Da könnt ihr dann aber, wie gesagt, dann zum Beispiel Silber reintun oder so, wo ihr auch immer dran denken müsst, dass die Farbe immer nicht so ist, wie sie nachher trocken aussieht. Wie ihr seht, bei dem Rot zum Beispiel, das habt ihr auch beim normalen Rot auch, da gibt dann so ein Schweinchen rosa bei raus. Ne? Aber ihr habt ja hier schon gesehen, der ein oder andere, der meine Videos verfolgt hat, dass das nachher ein relativ schönes Rot wird. Also quasi wie dann hier auf der Flasche. Ne? So ein bisschen dunkler. Kann man natürlich dann auch noch ein bisschen nachdunkeln, indem man dann nachher ein bisschen schwarz reinmacht. Das hängt halt davon ab. Ich sage jetzt mal, wir machen mal mit Silber. Das hier ist jetzt Acrylfarbe. Die nehme ich dann immer für Silber. Gibt es so eine ganz normalen Tuben. Mache ich einen guten Schuss rein. Brauchen wir wieder nicht mehr. Tun wir mal auf Seite. Das ist zum Beispiel hier bei dem Silber. Das geht eigentlich auch ganz gut. Allerdings habt ihr da dann nämlich auch wieder das Problem, dass man die Farbe nicht wirklich erkennen kann. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Wie gesagt, immer gut durchrühren das Ganze. So. Wie ihr seht, das Ganze sieht jetzt nicht so wirklich silbern aus. Ja, das ist halt, wie gesagt, da gehört dann auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, Erfahrung zu. Was ihr natürlich machen könnt,
zeige ich euch auch. Mal abgesehen, wenn, sagen wir mal so, das Silber hier, das wäre euch zu hell. Ja? Kann ja sein, ich mache es ja auch lieber ein bisschen dunkel. Dann nimmt er einfach, ja, muss aufpassen, dass ich nicht alles voll kleckere. Dann nehmen wir jetzt einfach hier von dem Schwarz und tun da einfach in das Silber einfach so ein paar Tröpfchen rein. Ja? Seht ihr ja hier. Dann rührt er dann auch nochmal unter. Und schon seht ihr, dass das Silber deutlich dunkler geworden ist. Sieht zwar immer noch nicht nach Silber aus, aber ihr könnt mir glauben, dass das nachher Silber wird. Wenn ihr bei den Sachen halt nicht sicher seid, wie die Farbe nachher aussieht, gebe ich euch nur den guten Tipp. Nehmt euch irgendein Stück Materialrest oder noch habt. Hier, keine Ahnung, irgendwas an Matte, ne? Vielleicht sowas hier oder ein bisschen was Größeres. Oder macht euch einfach hier so, keine Ahnung, hier so ein paar Teststücke in der Größe, wie ihr meint. Dann pinselt ihr das je nachdem erstmal mit Schwarz an. Könnt ihr mehrere Sachen machen. Macht es dann in Schwarz und geht dann mit den Farben, die ihr quasi benutzen wollt, und macht das dann auf das Schwarz drauf. Und dann lasst ihr das trocknen und dann seht ihr ja, wie die Farben nachher aussehen. Ne? Also für die Leute, die noch ja keine Ahnung haben, wie sie die Farben mischen, dazu als kleiner Tipp. Ja, wie gesagt, zum Großen und Ganzen mache ich das mit der Farbmischung halt alles so nach Gefühl. Wie gesagt, bisher hat das eigentlich alles gut funktioniert. Klappt eigentlich ganz gut. Ja, das wäre eigentlich so im Großen und Ganzen. Mal abgesehen, dass man halt Acrylfarbe oder auch Abtönfarbe zu mischen nehmen kann. Das liegt dann halt an euch. Aber da ist jetzt eigentlich keine große Kunst dahinter. Das ist wirklich nur, tastet euch, wenn ihr noch keine große Ahnung habt, langsam ran. Wie gesagt, erstmal so einen kleineren Schuss. Wie gesagt, hängt auch immer vom Gefäß ab, wie groß der Schuss ist. Aber macht lieber immer erstmal einen kleinen Schuss und dann nachher wieder ein bisschen dazu, bis ihr einen relativ dunklen Ton habt. Wie gesagt, mit einem hellen Grauton kriegt ihr genauso schwarz, nur es ist halt etwas dünnflüssiger und es neigt dann halt mehr dazu, dass es dann beim Pinseln, Tupfen oder Sprühen dann halt Nasen bildet, wenn ihr zu viel drauf gemacht habt. Ne? Und wie gesagt, bei Farben, die dann nicht schwarz sind, macht euch am besten, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie es nachher aussieht, ein schwarzes Probestück, wo ihr dann das dann drauf tupft und dann wartet ihr, bis es dann trocken ist und dann seht ihr ja, welche Farbe, ob es euch gefällt. Dann könnt ihr die Farbe immer noch ein bisschen heller und dunkler machen. Ich benutze meistens, gucke ich gar nicht, dass ich dann in die Farbe dann das Schwarz selber reinmache. Je nachdem gehe ich dann nochmal ganz mit verdünnten Schwarz drüber, wenn es ein bisschen dunkler werden soll, und setze dann nochmal mit Acrylfarbe so ein paar Akzente. Ne? Also so viel dazu. Ja, das war es dann so im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Das war jetzt so mal eine kleinere Einführung vom Mischen mit der Farbe. Ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen, was ich euch da so versucht habe zu erzählen. Ne? Wie gesagt, ich mache halt alles aus dem Bauch raus. Der Rest ist eigentlich, wenn er öfters baut, halt Erfahrungssache. Ne? Also, wie gesagt, also vielleicht gibt es da ja eine Faustformel, so 1/10 oder was oder irgend sowas, aber ich muss ehrlich sein, halte ich nichts von. Wie ihr wisst, ich bin ja mehr so der Mensch, der so einen Bauch rausbaut. Ich habe zwar so ein paar Schablonen und so, aber ich bin dann auch gerne immer so ein bisschen flexibel dann bei den Sachen. Weil ich muss ehrlich sagen, die Sachen, wo man nicht so eingeengt ist, die werden irgendwie besser. Weiß ich nicht. Da fällt einem irgendwas bei ein und dann kann man halt besser da machen. Wie gesagt. Und wo ihr euch am besten auch gucken solltet, ich versuche möglichst nie mehrere Farben zusammenzumischen. Also da dann zwei Brauntöne dann zusammenmischt oder was. Ich versuche immer mit jeder Farbe separat zu arbeiten. Das macht das Ganze dann auch mit dem Mischen, ich sag jetzt mal, angenehmer. Ihr habt zwar dann mehr Behältnisse, wo ihr das Zeug dann drin habt, aber im Großen und Ganzen ist es, denke ich mal, deutlich angenehmer zu machen. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das in irgendeiner Weise bei euren Sachen was weiterhilft. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwas, könnt ihr ja in die Kommentare unter das Video schreiben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte.
Wir sehen uns.